Beste Grüße aus Alanya Ober, heute wieder von gewohnter Umgebung. Und ich habe gerade ein Video gesehen von dem Prinz Markus, der gesagt hat, alle Menschen, die Geld haben, verlassen Deutschland und die Menschen, die kein Geld haben, gehen nach Deutschland. Du kannst gerne mal direkt spontan reinschreiben, was du dazu sagst. Fand ich eigentlich im ersten Moment sehr ansprechend, aber im zweiten Moment dann wiederum nicht. Ich werde gleich darauf noch ein bisschen eingehen und auf einen eventuellen Albtraum, den viele auch Auswanderer eventuell erfahren. Muss aber jetzt erstmal in den Schatten gehen, weil es ist so heiß jetzt geworden die Tage, dass ich mir jetzt mittlerweile wieder eine Mütze aufsetzen muss. Und jetzt gehe ich erstmal in die Plantage. Also bis gleich. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Hier ist der Markus aus Alanya. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Und wie wir die letzten Monate und teilweise Jahre schon mitbekommen haben, wandern ja auch immer mehr Menschen aus. Sie wandern aus, aber nicht nur Menschen, sondern auch Unternehmen, Firmen. Und warum? Das hat natürlich auch so seine Gründe, ganz klar, weil natürlich in Deutschland auch vieles teurer geworden ist und die Herstellungskosten, laufenden Kosten in Deutschland aufgrund von Sanktionen gegen Russland und mehr natürlich Überhand genommen haben. Und deswegen verlagern diese Unternehmen und aber auch teilweise Menschen dann natürlich ihren Hauptwohnsitz oder Hauptproduktionsstandort ins Ausland. Was wiederum eigentlich bedeuten würde, dass sie ja kein Geld haben und deswegen eigentlich auswandern oder Deutschland als Produktionsstandort verlassen. Oder ganz klar, es rechnet sich einfach nicht. Ja? Und das darf natürlich auch vorab jeder Mensch, der auswandern möchte oder auch jedes Unternehmen, was seinen Standort wechseln möchte, individuell kalkulieren und natürlich auch durchplanen. Ich möchte aber hier jetzt speziell auf Menschen eingehen, auf Menschen, die auswandern wollen, beziehungsweise auch natürlich schon ausgewandert sind. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten vermehrt immer wieder mal Nachrichten bekommen, vereinzelt von Menschen, die gesagt haben, Markus, ich habe mir vor 10 Jahren eine Villa gekauft an Ort X und das war richtig schön, das war richtig toll. Und plötzlich ist das Ganze aber in die Höhe geschossen. Plötzlich standen dort aber dann so Bauunternehmerschilder, dass dort in der Umgebung, in diesem Dorf, wo ich ganz friedlich leben konnte die letzten Jahre, gebaut wird. Im Hintergrund könnt ihr es vielleicht hören, dort wird auch seit 1,5 Jahren ungefähr gebaut. Eine Site mit 2 Gebäuden, mit gefühlt 40 Wohnungen und dementsprechend natürlich mussten auch hier Plantagen platt gemacht werden, damit natürlich dort gebaut wird. Ich möchte am Ende des Videos nochmal 2 Videos reinpacken, wie es bei mir aktuell aussieht, weil das kann dann natürlich auch wirklich nicht schön sein, wenn du in der Hoffnung natürlich kaufst, dass du immer eine schöne Sicht hast und plötzlich wird vor deiner Nase sozusagen die Sicht geklaut und die Sicht wird dir verbaut. Und dementsprechend ist es natürlich auch immer gut zu überlegen, ob man überhaupt Gelder in Länder überhaupt reinbringt bzw. investiert in Form von Immobilien oder eben, ob es vielleicht möglich ist, anderweitig einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und da gibt es einfach viele Länder, die das anders handhaben als die Türkei. Die Türkei ist bekannt dafür, dass du ab Oktober 23 letzten Jahres 200.000 US-Dollar eine Immobilie kaufen musst und nur diejenigen, die natürlich dann im Tapu stehen, also im Grundbuch quasi, in der Eigentumsurkunde, nur die bekommen auch nur ICAMET. Und dann kann es sogar sein, wie es bei uns ist, dass das sogar, wenn es zu viele Eigentümer sind, auch nicht angenommen wird. Und somit dann quasi nur 2 Jahre der eine bekommt und die anderen vielleicht nur 6 Monate oder auch teilweise gar nicht. Ja? Es ist allgemein natürlich in der Türkei die letzten Monate und Jahre erschwert worden, ICAMET zu bekommen. Und deswegen wandern auch viele Menschen teilweise auch aus. Das ist nicht unbedingt ein Hauptgrund, aber es ist ein Grund, der natürlich sehr stark ins Gewicht fällt. Eine andere Möglichkeit hast du natürlich, wenn du hier arbeiten gehst oder du bist eben auch Student und du gehst dein Studium nach, deiner Universität. Oder eben du bist Rentner, kannst in einem Nicht-Sperrbezirk mieten und dann ist das Thema in der Regel auch vom Tisch. Es gibt aber andere Länder, wie zum Beispiel auch in dem Fall Dubai, ganz klar, da ist es noch mal heißer als hier und vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum heißer als hier.
Das muss man sich echt krass überlegen. Wenn es einem in der Türkei schon so heiß ist, dann ist Dubai, denke ich, auf jeden Fall nicht die optimale Lösung. Aber für Dubai zum Beispiel reicht es, wenn du dir eine Firma gründest. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Ich stehe da auch in Kontakt mit Menschen, die das durchführen. Und da geht es ab grob 4.000 US-Dollar, also grob 3.500 Euro los. Und dann bekommst du da deinen Aufenthalt. Das bedeutet, du musst niemals großartig Gelder dort parken und kannst auch relativ flexibel auch das Gewerbe wieder abmelden, wenn es dir da nicht passt oder das Geschäft läuft nicht, etc. Bevor du aber jetzt Beispiel auch in anderen Ländern, auch in Paraguay oder auch Türkei, so viel Gelder parkst und dann plötzlich aus deiner Traumwohnung, Traumsicht, natürlich alles verbaut wird, zugemauert wird, wie viele mich angeschrieben haben und die dann versuchen noch im letzten Moment das Ganze für einen guten Preis noch an den Mann, an die Frau zu bringen. Und dementsprechend ist das auch natürlich immer zu überlegen. Wenn du sagst, spielt für mich keine Rolle, Türkei, sowieso ein mega Land, für uns steht fest, dass wir unsere Immobilie hier, die wir haben, die wir selber beleben, dass wir die auf jeden Fall behalten werden und ganz klar auch für die Zukunft behalten werden. Denn eine Auslandsimmobilie ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil du sparst letztendlich dann auch auf lange Sicht Geld. Du kannst ja ohne ICAMET hier als Ausländer, als Deutscher 6 Monate hier bleiben. Und das ist natürlich dann ein Riesenvorteil. Wenn du jetzt 6 Monate ins Hotel gehen müsstest oder von anderen Mietplattformen dir was holen müsstest, dann bist du bei locker 50 bis 100 Euro die Nacht, was natürlich dann extrem ins Geld gehen kann. Diese Gelder kann man sich dann dementsprechend sparen. Ja? Oder auch, es gibt Länder, auch hier wieder Dubai, wo du nur quasi Gelder auf dem Bankkonto haben musst. Natürlich, da redet man von hohen Summen, grob 500.000 US-Dollar, aber du bekommst dann ein 10-Jahres-Visum und solange du mit diesem Geld dann auch dort lebst und arbeitest und immer diese gewisse Summe drauf ist, hast du dieses 10-Jahre-Visum. Also das ist wirklich eine ganz krasse Sache. Bevor du das Geld, was viele sich hart ihr Leben erarbeitet haben, erwirtschaftet haben oder vielleicht auch einmal irgendwie eine Einmalsumme, Einmalzahlung, Abfindung bekommen haben, investieren und das Geld ist eventuell eine Fehlinvestition in Form von einer Immobilie, weil du das Land nicht kennst, weil du die Stadt nicht kennst, die einzelnen Viertel nicht kennst. Die kann ja alles erzählt werden und du kannst ja alles kaufen mit dem Geld, denkst du dir. Und dementsprechend kann es auch oft einfach Betrug, Abzocke oder einfach nur eine Fehlentscheidung gewesen sein. Und dementsprechend ist es auch hier gut zu überlegen, was man dann macht, bevor es nämlich zu einem Albtraum werden könnte. Bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist, was deine Gedanken dazu sind. Du kannst es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob du planst, auszuwandern nach Dubai, wie die Situation in Deutschland ist. Ich werde im Laufe der Zeit wieder vermehrt auf Deutschland, auf die deutsche Politik natürlich auch drauf eingehen. Dort erfährt man natürlich auch jeden Tag Schreckensnachrichten, wie auch natürlich weltweit das Ganze. Die Welt ist im Wandel und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, auch hier hellhörig zu sein und dementsprechend auch flexibel zu sein. Ich bin sehr gespannt, was du sagst in Bezug auf diejenigen, die Geld haben, verlassen Deutschland und diejenigen, die kein Geld haben, gehen nach Deutschland. Lass es mich wissen, lass dem Video einen Daumen nach oben da, bleib gesund und munter und teile gerne diesen Kanal. Und falls du es noch nicht gemacht hast, kannst du ganz kostenlos auch hier quasi einfach die Glocke aktivieren, nachdem du ein kostenloses Abo dagelassen hast. Du möchtest mich auch direkt unterstützen, kannst du dich gerne bei mir in der Videobeschreibung von dem Video einfach mal die ganzen Links anschauen, durchklicken. Schau gerne bei uns vorbei, bei iTransform, unsere eigene Marke für Healthy Lifestyle, für einen gesunden Lebensstil mit Nahrungsergänzungsmittel und aber auch ganz klar coolen Sportklamotten und einem fundamentalen Grundlagen-Videokurs zum Thema Gesundheit. Dementsprechend freue ich mich, auch wenn du da reinschaust. Abgesehen davon haben wir eine ganz tolle Funktion mit den Mitgliedern hier in 3 Stufen. Dazu habe ich auch in den letzten Videos schon mal was dazu gesagt. Schau dich gerne um und wenn du Fragen hast, du weißt, wo du mich findest. Liebe Grüße aus Alanya, dein Markus.